Willkommen zum lang erwarteten Tutorial für den Yokai Watch Randomizer. Ich wurde immer wieder gefragt, wie man den installiert und ich habe euch gesagt, es kommt ein Tutorial bei 200 Abonnenten. Wir haben das jetzt erreicht und hier ist das Tutorial. Also, los geht's. Bevor ihr loslegen könnt, braucht ihr ein paar Dinge und zwar ist das abhängig davon, worauf ihr es spielen wollt. Wenn ihr es auf einem gehackten 3DS spielen wollt, braucht ihr natürlich einen gehackten 3DS, einen SD-Kartenreader und euren Windows-PC. Das ist wichtig, dass es ein Windows-PC ist, denn da sind einige Programme, die nicht auf Mac oder Linux funktionieren. Wenn ihr es nur auf PC spielen wollt, dann braucht ihr nur euren PC. So, jetzt müsst ihr euch erstmal ein paar Programme beschaffen. Als erstes haben wir den Randomizer an sich. Da geht ihr einfach auf den Link in der Beschreibung und hier ist dann ein Yokai Watch Randomizer.exe. Das nächste ist Kurimu. Das braucht ihr, um eben die Dateien vernünftig ersetzen zu können. Dazu geht ihr auch einfach auf GitHub und ladet euch hier das RA runter. Das müsst ihr dann auch noch mit WinRAR extrahieren, also das bräuchtet ihr dann auch noch. Und zu guter Letzt haben wir hier das Extracted ROMFS, was ihr braucht, und YWA European.ra. Da geht ihr einfach in den Link in der Beschreibung und Rechtsklick, Download und dann Standard Download. Dafür braucht ihr dann auch wiederum WinRAR, um das zu extrahieren. Wenn ihr all das habt, dann könnt ihr euch hier, ich habe mir einfach einen Ordner auf dem Desktop gemacht. Und hier könnt ihr noch ein paar Dateien rumschieben, um euch das Ganze später leichter zu machen. Erstmal kann ich hier einmal kurz die Dateien extrahieren. So, jetzt habe ich hier die beiden Ordner, in denen eigentlich so ziemlich alle benötigten Dateien vorhanden sind. Jetzt kann ich eigentlich diese beiden hier löschen, aber ich werde es jetzt mal nicht machen. Und jetzt ist es empfohlen, diese .fa-Datei einfach mal in den Extracted ROMFS-Ordner reinzuschieben, sodass die beiden hier so angeordnet sind. Das hilft später beim Dateimanagement wirklich extrem, weil das dann auch einige Prozesse automatisieren kann. Jetzt kommen wir zur Randomizer-Portion des ganzen Tutorials. Dazu öffnet ihr einfach den ykrandomizer.exe. Da kann es dann sein, dass Windows Defender was zu meckern hat. Dann geht ihr auf weitere Informationen und dann einfach erlauben. Und ja, von hier aus klickt ihr auf Open, dann auf Folder. Und hier drin sucht ihr euch dann euer Extracted ROMFS raus. Das habe ich hier und dann habe ich hier drin noch einen Unterordner, weil das so extrahiert wurde. Drückt auf Öffnen und jetzt könnt ihr euch komplett austoben und einfach machen, was ihr wollt, weil ja, jetzt dürft ihr entscheiden, was bei euch randomized wird. So, ich bin hier erstmal durchgegangen, habe alle möglichen Optionen aktiviert, die ich haben möchte. Und ihr müsst auch bedenken, dass es hier oben zwei weitere Tabs gibt. Den Fehler habe ich beim ersten Mal gemacht, da war dann fast nichts random, weil das meiste Interessante hier hinten enthalten ist. Und wenn ihr dann fertig seid, ihr auf Randomize Save. Und jetzt sagt er euch, dass ihr hier einen Random Log generieren könnt. Den braucht ihr eigentlich nicht. Und dann könnt ihr den Randomizer auch wieder schließen. So, dieser nächste Schritt ist nur nötig, wenn ihr den Stamm oder die Seltenheit von Yokai randomized habt. Dazu geht ihr einfach in Kurimu, in den Ordner Kurimu. Da drin findet ihr das Programm Cookie. Das ist ein Unterprogramm von Kurimu. Und geht hier auf Open, dann öffnet ihr eine Datei namens faceicon.xe, die findet ihr im Extracted ROMFS, dann in yw1a.fa, Data, Menu, Faceicon, da ist die .xe-Datei und die enthält quasi alle Medaillen und jetzt müssen wir noch einmal die neue PNG darauf importieren, die öffnet sich automatisch, drückt ihr drauf und dann ist eigentlich schon alles hier getan. Kann man hier noch ein bisschen reinzoomen. Einmal kann man sehen, was sich so verändert hat. Dann auf Save. Dauert ein Momentchen. Und dann ist es auch schon fertig. Jetzt könnt ihr direkt übergehen zum nächsten Schritt. Der muss gemacht werden, egal was ihr gerandomized habt. Dazu öffnet ihr Karameru. Das geht mit dieser kleinen Schaltfläche oben rechts im Cookie. Und da ist es auch schon. Dann öffnet ihr hier drin die .fa-Datei, also die Datei, nicht den Ordner, das ist wichtig. Öffnet die hier und jetzt müsst ihr auf Rechtsklick und dann Replace. Das sollte den richtigen Ordner schon auswählen automatisch. Ich drücke auf OK
Und jetzt sagte mir, dass er 10.000 Dateien ersetzt hat. Und das eigentlich, es kann sein, dass es bei euch weniger ist, mehr ist, 8.000, 12.000 ungefähr, so ungefähr. In dem Bereich sollte es sein. Aber ja, dann drückt ihr auf OK und auf Save. Und jetzt habt ihr eigentlich alles auf dem PC abgeschlossen. Fast alles. So, jetzt werde ich euch noch zeigen, wie ihr das erstmal in Citra aktivieren könnt, weil es gerade einfacher ist für mich, das in Citra zu machen. Da geht ihr einfach auf Yokai Watch, dann Rechtsklick, dann auf Open Mods Location. Und hier drin ist ein Ordner namens ROMFS. Da geht ihr rein, da habe ich jetzt schon eine Mod-Datei, weil ich das Tutorial schon mal gemacht habe, aber dann die Aufnahmedatei corrupted wurde. Jedenfalls zieht ihr dann einfach die Mod hier rein. Ich sollte sie nicht verschieben, sondern kopieren, so. Und jetzt könnt ihr einfach das Spiel starten. Und hier könnt ihr auch schon sehen, dass sich einiges verändert hat, denn das sollte eigentlich nicht so aussehen, könnt ihr euch bestimmt denken. Ja, Jibanyan ist zum seltenen Yokai geworden, genau wie Rebell zu Boob. Und ja, damit könnt ihr einfach ein bisschen Spaß haben dann mit dem Randomizer. Und jetzt kommen wir dazu, wie man es auf dem 3DS aktiviert. Um es auf dem 3DS zu benutzen, müsst ihr die SD-Karte natürlich rausnehmen und in euren PC schieben. Dazu braucht ihr den SD-Kartenleser. Das Ganze geht auf allen 3DS-Modellen, nur müsst ihr bei den Neo Nintendo 3DS und XL aufpassen, weil da müsst ihr halt die hintere Klappe aufschrauben komplett und die SD-Karte so entnehmen. Man kann es auch über FTP übers Internet übertragen, dann muss man die SD-Karte nicht rausnehmen, aber es geht halt schneller über die SD-Karte. Auf der 3DS SD-Karte geht ihr dann in den Ordner Luma, dann Titles und hier müsste sich dann irgendwo der Yokai Watch Ordner befinden. Hier unten haben wir ihn, ROMFS, und dann könnt ihr, hier habe ich auch die Datei schon vorher benutzt, aber ja, dann kopiert ihr sie einfach hier rein. Und da haben wir ihn. Da ist die Datei im Ordner und jetzt müsst ihr nur noch die SD-Karte auswerfen und in euren 3DS schieben. Wenn ihr den 3DS anschaltet, müsst ihr vorsichtig sein, denn es könnte sein, dass Game Patching noch nicht aktiviert ist. Ihr müsst dann beim Hochfahren von eurem 3DS müsst ihr Select gedrückt halten und hier müsst ihr schauen, dass die Option Enable Game Patching an ist. Dazu einfach hoch und runter navigieren mit dem D-Pad und mit A aktivieren und deaktivieren. Die anderen Optionen sind nicht wichtig für Mods, aber ich habe sie halt an, weil es andere Funktionen eröffnet, aber das ist jetzt nicht wichtig für dieses Tutorial. Wenn ihr damit fertig seid, einfach Start drücken. Im Home-Menü angekommen, müsst ihr jetzt eigentlich nur noch Yokai Watch starten. Und da habt ihr es, da ist der Randomizer schon aktiviert. Also, jetzt könnt ihr einfach Spaß damit haben, rumlaufen, das Spiel durchspielen, was auch immer ihr machen wollt. Das Tutorial ist jetzt fertig. Denkt dran, dass ihr für einen neuen Randomizer-Seed das Spiel nicht einfach von neuem beginnen könnt, also dass ihr nicht einfach eine neue Save-File anfangen könnt, sondern ihr müsst das ganze Tutorial nochmal machen. Aber naja, das kann man halt nicht ändern, weil die Dateien sich nicht selbst nochmal neu randomisieren können. Das war's auch schon mit dem Tutorial und mit diesem Video. Also, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Tutorials sehen wollt zu anderen Mods für Yokai Watch, lasst es mich wissen. Lasst gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ciao.